For a chance to win a copy of our book, watch until the end of this episode. Unser Hauptziel sind 2 Navy-Schiffe. Das Problem ist, dass sie schon auf aktivem Militärgelände stehen. Also wenn wir dann rüberklettern und uns auf den Schiffen bewegen, müssen wir auf jeden Fall vorsichtig sein. Und hier beginnt die Militärbasis. Ich war gerade noch mal im Bunker drin und habe hier eine ganze Menge Patronenhülsen gefunden. Und auch richtig großkalibrige, also irgendwelche Sturmgewehre wahrscheinlich. Hier ist direkt ein fettes Geschütz. Hier sind die Kojen. Haufen persönlicher Kram noch. Kennst du irgendwas davon? Vor dem Schiff ist direkt irgendein Fischer, der hat uns wahrscheinlich gesehen, aber direkt dahinter ist die Militärbasis. Wir sind jetzt schon ein paar Tage hier in Montenegro und der Bereich, wo wir jetzt sind, der ist tatsächlich ziemlich touristisch. Also es sind echt viele Leute hier unterwegs und auch Boote. Aber es war nicht immer so. Vor ein paar Jahrzehnten war hier tatsächlich eine jugoslawische Militärbasis von der Navy. Und wir haben auf der Satellitenkarte gesehen, dass es hier noch einige Hinterlassenschaften gibt. Und unser Hauptziel sind tatsächlich 2 Navy-Schiffe, die kann man von hier auch schon sehen. Und gleich hier vorne ist so ein ehemaliger U-Boot-Tunnel. Da haben wir gleich direkt daneben geparkt. Mal schauen, was da drin ist. Das Problem mit den beiden Schiffen ist, dass sie schon auf aktivem Militärgelände stehen. Also sobald wir da sind, können wir die Navy Base sehen. Und das ist kein Problem, solange wir uns hier in den Büschen bewegen. Aber wenn wir dann rüberklettern auf die Schiffe und uns auf den Schiffen bewegen, müssen wir auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein. Und erschwerend kommt übrigens noch dazu, dass jetzt kurz nach Sonnenaufgang schon über 30 Grad sind. Heute wird auf jeden Fall ein ziemlich heißer Tag. Hidden within the rocky shores along the former Yugoslavia's coastline lie crumbling military posts, awaiting an invasion that never came. This is one of many naval tunnels built to shield service vessels like submarines from the eyes of potential enemies. These installations were built during the Cold War, when Yugoslavia sought to project strength and independence, balancing between the Eastern and Western blocs. But instead of the looming silhouettes of submarines, we only found 2 forgotten tugboats, left to rot in the shadows of this tunnel. One of them, the Polaris, was built 70 years ago, a relic of another era. Ich muss dazu sagen, ich hatte bis gestern Fieber und irgendeine wahrscheinliche Lebensmittelvergiftung. Und alles, was krass riecht, macht mich gerade komplett fertig. Und dieser Maschinenraum ist einfach geflutet mit Öl. Abandoned machines often pose a silent threat. Such danger was lurking in the neighboring vessel, the Dubravka. Built in 1963 in Hong Kong, this aging ship became the focus of an environmental incident just before we arrived in the Balkans. Hier kannst du den Ölfilm sehen. As neglect weakened its material, the tugboat began leaking, spilling oil into the bay. In a race against time, 5 tons of oily liquid were pumped out, narrowly saving a fragile ecosystem. But this close call was just a foreshadowing of the much larger disaster we would soon uncover on this journey.
Mysteriöse Aufzeichnungen im Fahrerhaus des Schiffs. Das ist einfach nur die Anleitung von dem Kühlschrank. When you watch this, neither boat remains in the tunnel. Both were dismantled by scrap metal dealers and swallowed by time. Und hier beginnt die Militärbasis. As we approached the rusting hulks of the naval ships, the tension crackled in the air. We were trespassing on military grounds. Every step was cautious, because just 300 meters away, the active base stood with a clear line of sight to the vessels. Even though they were slowly succumbing to the elements, these ships were still part of their fleet. Ja, sehr schönes Exemplar wieder von so einer Agave. Die haben wir das letzte Mal gesehen in Sardinien. Ich habe noch nie eine Agave gesehen, die blüht. Und vor allen Dingen dann noch so riesig, die ist jetzt hier gut, ich weiß nicht, 8 Meter hoch oder so. Wir haben herausgefunden, dass Agaven ihr ganzes Leben lang keine Blüte haben, bis auf einmal, und das ist kurz bevor sie stirbt. Und es kann Jahrzehnte dauern, bis sie die ausbildet, und die kann bis zu irgendwie 15 Meter hoch werden. Das ist schon ein ziemlich dickes Exemplar hier. Steckt also ihre ganze Lebenskraft in diesen einen Moment, wenn sie dann am Ende blüht. Before us lay two sleeping giants. With their size and presence, the decommissioned war machines were drawing us in. What stories were hidden beneath these layers of rust? To the left, the 44-meter-long PV-17, an auxiliary support ship built in the 1950s. On the right, DBM-241, a rather young amphibious mine-laying ship, stretching 50 meters long and 10 meters wide. It was constructed in 1988, just before the fall of Yugoslavia. Both vessels lived out quiet lives. They were never tested in battle, as the wars these ships were designed for never reached them. Today's mission was to infiltrate the bigger one, before it would disappear into history. Hier ist direkt ein fettes Geschütz. These are unmistakable remnants of this ship's former might. The 4-barrel M75 sat rusting in place, alongside other big guns. There were 30mm cannons and a launcher for short-range air defense missiles. Once ready to roar, these silent sentinels now whisper the echoes of the past. The original purpose of the vessel was to land infantry and heavy weaponry on unsettled coasts. For that, there were 2 loading ramps, each on one side. It could transport up to 6 tanks or 300 fully equipped troops. But it could also be used to carry and deploy 150 anti-ship mines. However, as the tides of history shifted with the disintegration of Yugoslavia, the Croatian Navy inherited this vessel, only to ultimately retire it from operational use a few years later. For 20 years now, it rests in the stillness of abandonment. Kennst du irgendwas davon? Ja, das ist Kroatien. Hier, das sind Inseln in Kroatien. Und das hier ist das Festland.
Hier vorne vor dem Schiff ist direkt irgendein Fischer. Der hat uns wahrscheinlich gesehen, aber er ist mit seinem eigenen Ding da beschäftigt. Den stört das wohl nicht. Aber direkt dahinter ist die Militärbasis. Aber na gut, hier im Schiff sind wir ja praktisch unsichtbar. Ich wünschte, wir könnten hier ein Fenster aufmachen. So stickig ist es. Ich verstehe einfach keinen einzigen Schalter davon. Meinst du, 70% der Schalter sind nur da, um cool auszusehen? Und dann gibt es bestimmt nur 3 Sachen, die beachten müssen. Das hier, das muss immer in der Mitte sein. So, dann fährt das Schiff geradeaus. Temperatur, oh, bisschen zu hoch. Lüfter an, fertig. Und da unten kann man gucken, ob man noch fährt oder nicht. Das war's, der Rest ist noch Show. Sind die Kojen. Haufen persönlicher Kram noch. Könnte ein Logbuch sein. Oder. Ja, sieht so aus. Hier sind Daten. Ein alter Ausweis oder sowas. Und hier wohnt irgendwas. Irgendwas raschelt hier rum. Ja, so wie es aussieht, waren die Kabinen hier für 2 Leute. Wahrscheinlich sogar für 4. Das kann man auch noch hochklappen. Und 1, 2, 3, 4 Liegeflächen. Klein. Okay. Jetzt wohnen hier scheinbar nur noch Ratten. Okay, das heißt, überall hier oben in der Decke könnten Ratten sein. Und die war schon fett. Okay, das hier ist eine 2-Mann-Kabine, die ist auch um einiges kleiner. Hier hat man auch mal Mäuse benutzt, um die Tür zu verdrahten. Die also nicht nur Ratten, sondern auch Mäuse im Schiff. Mhm. Also ich sehe 3 junge Männer am Strand. Das sieht aus wie ein Sportplatz oder so. Ja, Basketballplatz sehe ich da in der Mitte. Vegetation sieht ein bisschen, also anders aus als hier, eher wie Palmen. Könnten Urlaubsbilder sein. Könnten halt alles Soldaten sein, ne? Haben so die Figur. 4 junge Männer. Ach ja, der eine hat sogar eine Cargo Pants an, ganz rechts siehst du das. Mhm. Da fahren die mit einer Badewanne durchs Meer oder so. What? Warte mal. Ja, die sitzen in irgendeinem seltsamen Gefährt. Das sind definitiv irgendwie Urlaubsbilder oder. Die waren auf jeden Fall nicht im Dienst. Das habe ich hier hinten noch gefunden. Das sieht ganz aus wie so ein Schulterabzeichen. Da unten ist das Loch, quasi hier drüber. Crazy, wird einfach zurückgelassen. Sieht aber jetzt auch nicht nach einem sehr hohen Rang aus.
For a decade, these two vessels lay neglected at the abandoned pier. Until 2023, when a relentless storm swept through the bay. Over several days, the derelict ships were battered against each other. A smaller one settled on the seabed in shallow waters, while the corroded hull of DBM 241 finally gave way. On Google Maps images, you can see how it took on water, capsized, and sank along the shore. Though the auxiliary ship was salvaged and removed, the larger DBM 241 remained submerged, slowly leaking oil into the bay, polluting marine life and restricting tourism. The Ministry of Defense had long been aware of the environmental threat posed by these warships, but the cost of repairs was deemed too high. Now, salvaging the DBM 241 piece by piece will cost far more than it's worth in scrap metal, leaving this wreck as a daily reminder of how the Navy is literally falling apart, embarrassingly visible to every tourist sailing by. Ironically, the original plan was to sink the DBM 241 as an attraction for diving tourism after cleaning it of hazardous materials. Instead, it has become a different kind of spectacle, one of decay and negligence. Also wir haben jetzt ein paar Stunden Mittagspause gemacht hier, haben was gegessen und haben die Mittagssonne abgewartet. Und jetzt fahren wir mal rüber und schauen, was es hier sonst noch zu entdecken gibt. Eigentlich müsste da vorne noch eine ganze Militärbasis sein. Mal schauen. Als wir heute Morgen von der Erkundung zurückkamen, hing die ganze Bucht hier voller Rauch. Die ganze Bucht war vernebelt. Und es ist wirklich, als ob man so Lagerfeuer riecht. Das kommt von den Waldbränden, die hier ständig überall sind. Also jetzt gerade, wir haben die Mittagshitze abgewartet, wie Marco gesagt hat, aber es sind 38 Grad im Schatten. Also wir zerlaufen und die Wälder hier brennen lichterloh. Und das nächste Waldbrandgebiet ist, glaube ich, 10 Kilometer von hier entfernt. Wildfires raged across the Balkans, blanketing roads in smoke and ash. The smell of burning wood lingered in the air throughout our journey. A constant reminder of how quickly things can change. Such flames question humankind's control over nature. The force of elements reveals that nothing, not even legacies built from steel and stone, is made to last forever. Just 2 kilometers from the ghost ships, we arrived at the remnants of an old military post. Once a heavily guarded stronghold, it now stands as little more than a playground for tourists. Unter uns ein anderer U-Boot-Tunnel. Und Touristen scheinen sich die U-Boot-Tunnel hier ganz genau anzuschauen. Wichtiger Touristen-Hotspot. Auf dem Gelände stehen mehrere von diesen großen leeren Hallen. Heute ist echt schwer zu sagen, wofür die wohl früher genutzt wurden. Es gibt gar keine Anhaltspunkte. Das sind 20 Meter und da oben guckt mir ein Eichhörnchen entgegen. Aber ich kann das Ende von dem Tunnel nicht sehen. Aber es ist auf jeden Fall der Fluchttunnel. Ich war gerade noch mal im Bunker drin und habe hier eine ganze Menge Patronenhülsen gefunden. Und auch richtig großkalibrige, also irgendwelche Sturmgewehre wahrscheinlich. Da liegt alles voll. Das ist jetzt, ich habe einfach so einen Quadratmeter abgesammelt. Und das sind halt alles voller dieser Dinger.
The cracked walls and rusting metals are the last remnants of an era that now only exists in fading memories. What once was created to endure conflict has been consumed by time. It's a powerful symbol of how history's tides can wash away the mightiest ambitions. Just like the wildfires we saw burning through the land, erasing everything in their path, these abandoned places too will crumble to dust if we don't care for our world and our future. Ist schon krass, wie touristisch das jetzt ist. Das ist jetzt der zweite Tunnel. Wir wollten uns den gerade anschauen. Dann fährt so eine kleine Yacht oder Motorboot oder irgendwas vorbei mit bestimmt 20 Leuten drauf, mit einem Tourguide und der quatscht jetzt über die Geschichte. Dasselbe, was wir machen, bloß in uncool. Und da drüben warten die nächsten 2 kleinen Schiffe. Und jetzt hier hast du diese Kulisse von irgendeinem Tunnel und da fährt ein Touriboot raus und das nächste kommt rein. Das ist ein bisschen ungewohnt für uns, also wir rennen jetzt hier trotzdem lang, aber das verlassene Flair ist ein bisschen weg. Als wir hier gerade raus sind, mussten wir uns wieder an diesen Dingern vorbeidrücken. Und als wir drin standen, haben wir gedacht, das ist irgendeine Form von so Geröllschutz oder so. Liegt halt auch nah, weil die ganzen Steine da drauf liegen. Und dann haben wir festgestellt, dass sie sich genau in der Mitte treffen würden, wenn man die zumacht. Also haben wir gedacht, könnte auch irgendwie ein Sichtschutz sein. Und dass sie die Steine absichtlich draufgelegt haben. Hier ist sogar ein Gitter, was die Steine hält. Und offensichtlich sind es keine Steine, sondern nur Styropor. Das heißt, es muss auf jeden Fall irgendeine Form von Tarnung gewesen sein. Das ist natürlich mittlerweile alles kaputt und wahrscheinlich um einiges durchsichtiger als damals. Es liegt auch alles hier an der Seite rum. And that wraps up the first season of Balkan Detours. There are some exciting changes coming in season 2 when we try to reach Albania again. This time we'll be really traveling with our ramshackle Lada and speaking English throughout the whole season, sharing some of our most impactful encounters we've ever had. With a summer full of adventures behind us, there's no new content coming your way here on YouTube. And in case you missed it, we also published a book with National Geographic, packed with our best photos and stories from over a decade of urban exploring. We still have a few first edition copies to give away, so for a chance to win one of 3 books, check the comments or the video description below. If you'd like a signed copy, head over to our website bwturbex.com, where you can also pre-order our limited edition 2025 Urbex calendar. Supporting us on Patreon or directly purchasing on our website helps the most to keep these videos coming. Thanks a lot for being with us on this journey.